Moinsen Leute, ich bin's wieder, euer Sultai und heute mit einem Hundevideo. In diesem Video werde ich versuchen, euch alles zu erklären, weil ich sehe auf Facebook und Discord und privat so viele Fragezeichen. Sultai, kannst du mal helfen? Hier, dies, das, Ananas, und wir gehen jetzt in meinen Account rein. Wir gehen mal hier in meine Hundehütte rein. Und zwar, wenn ihr Rubine erfarmt habt, ihr habt genügend Rubine oder ihr habt euch auch dieses Angebot gekauft und in diesen Kisten sind ja ganz viele Hundeskills drinne. Übrigens, wenn ihr die Kisten kauft, nehmt zuerst immer die goldenen. Also, pass auf, wir brauchen über die grünen Items bzw. Skills nicht reden. Die sind von Grund auf drinne, das spielt keine Rolle. 1%, das ist nicht nennenswert. Interessant wird es ab blau, ja. Und die blauen Skills, die könnt ihr upgraden. Ja, die könnt ihr upgraden auf episch und von episch auf Gold. Mein Tipp zum Anfang ist immer, wenn ihr diese Skills habt oder ihr habt Rubine, kauft euch immer die Grundwerte zum Anfang. Ja? Nahkampf, Verteidigung und Lebenspunkte. Für eure Truppenart. Ja? Das heißt, wenn ihr nur Nahkämpfer eine F1 habt, dann kauft ihr natürlich zum Beispiel die hier. Attack of Melee Fighters Information plus 10%. Ja? Also Angriff der Nahkämpfer, Lebenspunkte der Nahkämpfer und Verteidigung der Nahkämpfer. Wenn ihr die drei Items drin habt in diesen Hund, dann geht es in den nächsten Step rein. Dann kauft ihr Angriff aller Kämpfer in der Formation, Lebenspunkte aller Kämpfer in der Formation und Verteidigung aller Kämpfer in der Formation. Ja, so, das sind so der Grundbedarf eurer Formation. Dadurch erhöht ihr natürlich enorm eure Prozente und werdet dadurch ein bisschen stärker. Und dann kann man darüber reden, dass man andere Skills reinsetzt. Was ein guter Skill ist Melee Damage und natürlich auch Melee Damage Reduction. Ja, das heißt Schadensreduzierung perfekt, kann man nehmen, sollte mit dabei sein. Das Wichtigste ist aber, und das zeige ich euch mal hier anhand der goldenen Skills, ist immer der Speed, ja, also die Geschwindigkeit. Nun kaufen sich einige die Geschwindigkeit gleich zum Anfang, aber was nützt dir, wenn du mehr Geschwindigkeit hast, aber den Grundwert nicht erhöht hast? Ja, das bringt nichts. Also erstmal die Grundwerte, dann Schadensreduzierung, dann die Geschwindigkeit. Und dann sollte man auch drauf gehen, die Marschkapazität zu erhöhen. Und zwar einmal für die ganze Formation, für alle Kämpfer, ne, für die mittlere Reihe. Das hier ist für die vordere Reihe, dann für die mittlere Reihe und zum Schluss dann für die hintere Reihe. Ja, und wie gesagt, ihr könnt auch klein anfangen. Von blau könnt ihr auf episch hochgehen und von episch auf Gold. Wie das funktioniert, das zeige ich euch mal. So, wir gehen mal hier auf meinem Hund drauf. Wir sehen hier, ich habe hier blaue Skills. Ich tippe mal unten auf Upgrade, da tippen wir mal rauf und dann seht ihr schon die Pfeile, das heißt, die könnt ihr verbessern. Wenn ihr von blau auf episch hochgeht, tippt ihr einen Skill an und seht dann, okay, kostet mich 210.000 Rubine. Warum ist das so billig? Ja, weil du ja schon den blauen Skill gekauft hast. Ja? Und wie gesagt, spart euch die Rubine und so könnt ihr Step by Step euren Hund immer hochpushen. Ja, immer schön aufbauen. Okay, also das jetzt zu den Skills. Ich denke mal, dazu dürfte es keine Fragen geben. Und das Ding ist, wenn ihr jetzt einen Hund habt, ja, der ganz oder verschiedene Skills in diesem Hund besitzt, zum Beispiel zweimal, also ihr habt einen Nahkampfhund und da sind Nahkampfskills drin und ihr habt da aus Versehen auch Scharfschützen und Kavallerie mit reingemacht. Ja? Wenn ihr Skills habt, dann tauscht diesen Hund, sperrt die Fähigkeiten für Nahkampf und die anderen, die ihr nicht haben wollt, die lasst ihr einfach frei, in der Hoffnung, dass sie dann überschrieben werden. Ja? So könnt ihr euren Hund, sage ich mal, reparieren. Okay, wir machen jetzt mal die täglichen Aufgaben. Also ich persönlich mache die täglichen Aufgaben innerhalb von 20 Sekunden. Ich mache es jetzt ein bisschen langsamer. Und zwar brauchst du dafür 600 Rubine zum Anfang. Die kriegst du kostenlos im Spiel. Ja, du musst nur die Überlebensherausforderung machen. Zack, hast du die Rubine zusammen. Genau. Dann kaufst du dir einen Hund. Ne? Wir kaufen uns jetzt mal hier den Rottweiler. So, den Rottweiler, den levelst du auf mit einem XP-Buch, was man eh immer bekommt. Von daher haben wir schon mal 2 Missionen geschafft. Wir wechseln dann zu der Kuh und erlernen der Kuh oder geben der Kuh ein Skill. Ja? Das ist jetzt zum Beispiel dieser Skill. Ich werde den in die Kuh reinpacken. Skill erlernt. Dann gehen wir wieder zurück in den Animal Shop. Wieder bei der Kuh rein und kaufen uns die für 20 Rubine. Ja? So, zack, gekauft. Und dann habe ich nämlich alle geschafft. So, so. Und dann müssen wir noch ein Tier tauschen. Ja?
Natürlich tauschen wir ein Tier. Und zwar werde ich jetzt meinen 10 Skill Rottweiler gegen einen 11 Skill Rottweiler tauschen. Also einen legendären gegen 10 Skills. 10 Skills müsst ihr immer sammeln. Sammelt ganz viele 10 Skiller Hunde. Und da habt ihr die höchste Wahrscheinlichkeit, dass daraus ein legendärer Hund wird. Ja? Wir machen das jetzt mal. Ich wünsche mir nämlich einen Hund mit 12 Skills. Okay? Wir nehmen diesen hier. Ein Multiplikator hat er von 6,3. Und der 10 Skiller hat einen Multiplikator von 6,5. Das heißt, wenn wir die beiden tauschen, wird der neue Hund nicht unter den niedrigsten Multiplikator fallen. Ja? Also der niedrigste, den ich bekommen kann, ist, dass er gleich bleibt mit 6,3081. Darunter auf gar keinen Fall. Ja? Wir tauschen den jetzt mal. So. Zack. So. Keine Sorge, die goldenen Skills, also alle Skills, die ihr drin habt, die bleiben erhalten. Ja? Wenn beide Hunde Skills haben, wird beim Tausch, wenn noch ein Slot frei ist, wird dieser freie Slot genutzt. Ist kein Slot mehr frei, wird eine Fähigkeit überschrieben. Es wird aber von vornherein immer die schlechte Fähigkeit überschrieben. Ja? Also hast du jetzt in den einen Rottweiler Angriff aller Nahkämpfer in Blau und du hast im anderen Rottweiler Angriff aller Nahkämpfer in Gold, wird der blaue durch den goldenen ersetzt. Ja? Okay. Gut, wir gehen mal auf die Vorschau und sehen hier oben rechts Multiplikator, wie gesagt 6,3081 ist das niedrigste. Das höchste ist aber 6,9389. Ja? Das heißt, wenn ich Pech habe, bleibe ich bei meinem Multiplikator und die Stärke fällt auch noch. Aber wir testen das mal. So, zack. Und wir haben einen legendären mit 11 Skills, 1,697 Millionen. Wir checken das hier. Oh, ja, 6,8 im Multiplikator. Ne? Also das hat sich schon gelohnt, weil er ist jetzt immer noch auf Level 26. Vorher war er 29. Das heißt, ich kann ihn noch ein bisschen aufleveln. Habe jetzt aber hier keine XPs. Das heißt, die Marschkapazität an der Front, in der Mitte und in der hinteren Formation, die wird sich noch ein bisschen steigern. Ja? Und das ist das Wichtigste, worauf ihr achten müsst. Der Multiplikator regelt nicht eure Kampfkraft, ja, wenn ihr einen Skill erlernt. Der Multiplikator wird nur dafür genutzt, dass ihr mehr Marschkapazität mitnehmen könnt. Ja? Hätte er jetzt 4,1 und ich würde ihn aufleveln von 1 auf 30, würde wahrscheinlich vorne, hinten und in der Mitte vielleicht 190 stehen. Ja? 190 pro Formation. Hat er aber einen 6,9er Multiplikator, wird sich das multiplizieren. Das heißt, dann würde am Ende wahrscheinlich 290 da stehen. Ja? Also für mehr ist der Multiplikatorwert eigentlich nicht da. Okay. Gut, genau, wir werden jetzt auch nochmal hier ein bisschen tauschen. Zack, zack und zack. So, die Aufgabe haben wir auch geschafft. Und dann nehmen wir noch die Hunde aus der Box hier raus. Zack, der kleine Rotti, zack und zack. Genau, gut. Und ich zeige euch jetzt, wie ich das immer mache. Also ich mache das ganz schnell, weil auf Grün und Blau, da scheiße ich drauf. Ja, weil ich brauche... Was will ich mit einem grünen guten Hund? Ja? Was will ich mit einem blauen guten Hund? Ich versuche das immer so hoch zu tauschen, bis ich epische habe mit 10 Skills. Und wenn ich die denn habe, so 3, 4, 5 Stück, dann geht es ans Tauschen, dann kommen die legendären. Und da kann man dann mal drauf achten, auf den Multiplikatorwert. Ja? Okay, also wir tauschen jetzt erstmal ganz schnell die Hunde hier weg, immer gleich und gleich. So, ich gucke auch nicht auf die Faktoren oder auf die Stats, das ist völlig Rille. Ja, also wer hier bei den Grünen auf die Stats guckt, weiß ich nicht, der ist, ja, braucht ihr nicht machen. Ja, genau wie mit den blauen Hunden. So, komm her, Schieber. Und die Huskies, ja, die sind wie Scheißhausfliegen. Die Huskies kriegst du sehr schnell, nee, nicht sehr schnell. Ja, die kriegst du sehr schnell, aber die kriegst du schwer wieder weggetauscht. Das ist echt unglaublich. Die Huskies sind, weiß ich nicht. Gut, hier komm her, du Husky. Dann nehmen wir den Schieber, tauschen den auch. Zack, zack. Wir brauchen hier nicht drauf gucken, das interessiert uns hier alles nicht. So, Rotti, komm her. Es interessiert nur, wenn ihr 6 Skills habt. Ja? Das ist das Wichtigste. So, Rotti, komm her. Wir tauschen dich jetzt gegen den Husky. Da kommt eh ein Husky raus. Nee, Vorführeffekt, 6 Skills, perfekt. So, dann kommt der Schieber dran. Tauschen wir mit dem Rotti, auch 6 Skills, perfekt. Jetzt kommt der 5er Rotti. Den tauschen wir mit dem Schieber. Zack, 7 Skills ist perfekt. Dann tauschen wir jetzt den 6 Skiller Rottweiler mit den 7 Skill Schieber. Zack, kommen 8 Skills raus. Ne? Und so macht ihr das dann immer peu à peu.
Genau, ja, was kann man zu den Hunden noch sagen? Also, wie gesagt, wir sind die Items durchgegangen, die Skills, ja. Immer die Grundwerte zuerst in den Hund reinpacken. Wir sind die täglichen Aufgaben durchgegangen. Ihr braucht keine Rubine kaufen, ihr kriegt die Rubine kostenlos. Und mit diesen kostenlosen Rubinen könnt ihr die täglichen Aufgaben hier erfüllen. Und macht es immer bei der Überlebensherausforderung, so wie ich jetzt gerade. Zack, dann könnt ihr euch noch die Kisten einholen. Einholen sei schon einsammeln. Oh, es gab 19 Millionen, genau, weil ich einen legendären Rottweiler getauscht habe. Und wenn ihr euch mal vertan habt, ihr habt einen Skill aus Versehen in einen Hund reingepackt, der da nicht hin sollte, ja, dann sperrt ihn einfach nicht beim nächsten Tausch. Ne? Weil, wie gesagt, ein blauer Skill, der wird wegfallen, wenn ein goldener Skill der gleichen Art mit drauffallen soll. Ne? Okay, gut. Ansonsten, wenn ihr Fragen zu den Hundetauschsystemen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich hoffe, ich konnte euch das sehr gut erklären. Und wie gesagt, Hunde kriegst du jetzt heutzutage hinterhergeschmissen. Ja, früher hast du für einen Hund richtig viele Rubine gekauft, so richtig gekauft mit Geld, damit du einen goldenen oder legendären Hund hattest. Und heute kriegst du die hinterhergeschmissen. Ja? Das letzte Angebot war 59 € mit einem Schieber legendär, Husky legendär, eine Kuh und ein Schaf auch noch legendär und dennoch noch den Skill dazu, ja? Mit 50.000 Rubinen. Also da spart man schon echt viel. Aber ich kaufe mir diese Angebote nicht, weil ich kriege das auch so hin. Ja? Und bei den Hundekisten, das können wir auch noch mal ganz kurz gucken, die du täglich bekommst. Die sind voller Rotz. Also hier kriege ich nie was raus, egal ob ich 5 Kisten, 10 Kisten, 100 Kisten oder 200 Kisten öffne gleichzeitig oder einzeln. Es kommen, wenn denn höchstens Skills raus für die Kuh oder für Schaf. Ne? Total dämlich. Früher hast du aus diesen Kisten legendäre Skills rausbekommen. Ja? Das war richtig krass. Also haben sie wohl gedacht, okay, nee, das dürfen wir nicht mehr machen, das geht nicht. Ja? Wir packen dann nur noch Kuh- und Schafskills rein. Aber naja, gut, was soll's. Okay, gut, wenn ihr Fragen dazu habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ansonsten, ja, das ist meine Hundebox, ne, aktuell auf dem zweiten Account in der Season 4. Und wie es in der Season 4 bei uns weitergeht, erfahrt ihr im nächsten Video. Macht's gut, bis dann, euer Sultai.